Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP und zwar ein 250G7. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Ein Displaytausch ist, wie man hier ziemlich gut sehen kann, sehr einfach. Dafür muss man nur die Schiene hier herausnehmen und dann kann man den Frontrahmen ablösen und so das Display einfach tauschen, ohne die ganze Einheit abnehmen zu müssen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und die sind wie für HP üblich unter so einer Gummischiene versteckt, die man zuerst lösen muss. Die ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt und wie man hier sieht, wenn das nicht mehr richtig hält, muss man da gegebenenfalls mit neuem Klebeband die Gummischiene neu festkleben. Und das gleiche auch auf der Unterseite. Und dann noch diese einzelne Schraube hier, die hält in dem Fall das Laufwerk, welches man auch rausnehmen muss, bevor man die Gehäuseunterseite lösen kann. Ich habe jetzt hierfür ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Aufsätze und Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Und ja, ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse dran habt. Und ja, als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. So, ich habe jetzt alle Schrauben hier schon mal gelöst. Das heißt, wir können das Laufwerk rausnehmen und dann mal schauen, wo die Unterseite eigentlich mit dem Gehäuse verbunden ist. Und das sieht man in dem Fall von oben am besten. Und hier kann man sehen, wo wir dann auch rein müssen, um eine Öffnung zu schaffen. Auch hier sehr schön zu sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und der ist in diesem Fall direkt auf dem Mainboard mit dem Stecker verbunden. Das heißt, man muss nur diese 3 Schrauben hier lösen
Unten ist der einfach eingesteckt mit so kleinen Nasen. Und dann kann man den einfach nach oben aus dem Gerät herausnehmen. Unter dem Akku sehen wir das Touchpad, das man bei diesem Gerät allerdings nicht separat tauschen kann. Direkt hier oben drüber können wir die beiden RAM-Slots sehen, von denen einer leer ist. Und um den RAM zu tauschen, muss man nur diese beiden Klammern etwas nach außen ziehen. Dann springt der RAM schon nach oben. Und man kann den einfach austauschen und einfach wieder reinstecken, runterklappen, bis die Klammern einrasten und fertig. Um die SSD zu tauschen, das ist genauso einfach, muss man lediglich die Schraube hier unten lösen und dann kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben und unten rausziehen und auch die einfach austauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und zuschrauben. Um den Lüfter zu tauschen, muss man hier nur eine Schraube lösen und dann die Kabel, die hier vor dem Lüfter langlaufen, noch ein bisschen aus der Führung rausfriemeln. Nehmen dafür eine Pinzette. Genau, die müssen noch ein bisschen gelöst werden. Und dann noch das Kabel, was den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Das ist hier unten. Ja, und in dem Fall schraube ich den Lüfter erstmal los. Dann kommt man nämlich auch besser an den Stecker ran, der hier so ein bisschen unter den anderen Kabeln drunter ist. Da kann man den Lüfter dann einfach anheben, ein bisschen zur Seite. Und bei dem Stecker auf jeden Fall, das sind sehr dünne Kabel, nicht direkt an den Kabeln ziehen. Da muss man wirklich den Stecker an sich greifen, seitlich, und dann kann man den so ein bisschen nach hinten rausziehen. Und dann kann man den Lüfter tauschen. Beim Wiedereinbau mache ich das Ganze umgekehrt. Also auch hier verbinde ich erst den Stecker wieder mit der Buchse. Das ist wesentlich einfacher. Und danach kann man den Lüfter einfach wieder reinlegen, die Kabel in die Führung reinbringen und dann wieder verschrauben. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Dann den Stecker wieder richtig drauf pressen und zuschrauben und dann ist das auch erledigt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Dann kommt noch das Laufwerk wieder rein und dann kann man das Gerät auch schon wieder zuschrauben. Am Ende auch die Gummischienen wieder drüber machen. Und wenn die gar nicht mehr halten sollten, kann man auch ein neues Paar Gummifüße kaufen und statt der Gummischienen dann einfach an das Gehäuse selber aufkleben. Oder wie gesagt mit doppelseitigem Klebeband die Originalschienen wieder draufkleben. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.